Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Marcel und hier gibt es heute den ersten Teil von meinem dreiteiligen Walkthrough zu meinem neuen Track Apostle of Oblivion. Wir werden uns anschauen, welche Techniken ich jetzt hier in diesem Track verwendet habe und wie du vielleicht auch die eine oder andere Technik mitnehmen kannst und in deinen eigenen Tracks dann eben verwenden kannst. Und genau, wenn du einfach Interesse daran hast, auch solche Dark Souls inspirierten Tracks zu schreiben. Und ja, falls du auch über die nächsten beiden Teile dann informiert werden möchtest, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren und eben auch die Glocke aktivieren. Aber jetzt, um keine Zeit zu verlieren, starten wir direkt rein in den ersten Teil. Im ersten Teil starten wir erstmal mit einem Akkord, der von den Streichern und auch dem Chor vor allem gespielt wird. Wir haben hier auch noch eine Orgel dabei und das einfach nur, um im Prinzip in diese Welt, diese Dark Souls-Welt im Prinzip einzutauchen. Und das würde ich jetzt einfach direkt mal spielen. Das sind im Prinzip die ersten 2 Takte von diesem Stück. Genau, einfach so als Aufbau und dann geht's auch direkt in den ersten Teil. Ich würde jetzt einfach die Sektionen nacheinander durchgehen, was so meine Gedanken waren dabei und wie ich das jetzt hier orchestriert habe. Wir haben hier jetzt erstmal die Streicher, wo ich jetzt vor allem, CSS, also Cinematic Studio Strings verwendet habe, mit den, Celli und den Violas, die hier dieses rhythmische Pattern im Prinzip spielen, um ein bisschen Rhythmus eben reinzubringen. Ich habe am Anfang jetzt noch nicht die Bässe verwendet, sondern nur die, Celli im Prinzip in 2 Oktaven. Also, die unteren spielen einfach nur diese Pedal-Note, also D. Wir sind hier bei dem Stück in D Minor und die oberen spielen etwas bisschen mehr, etwas mehr Noten, um da ein bisschen mehr, Interest dann eben reinzubringen. Und die Violas, wenn wir die jetzt hier noch dazu nehmen, oben drüber, die spielen eben auch ein ähnliches Pattern und das kann ich jetzt gerade einfach mal vorspielen. Genau, so. Und das geht dann auch erst weiter. Und ich wollte hier bewusst in diesem ersten Teil, bevor dann die Melodie mit der, Solovioline reinkommt, erstmal ohne wirkliche Melodie arbeiten, einfach um ja, um die Atmosphäre erstmal ein bisschen zu setzen. Wir haben dann auch noch die, ersten Violinen und die zweiten Violinen. Es sind zunächst erstmal nur die zweiten Violinen, die im Prinzip langgezogene Noten spielen. Und später kommen dann hier im Prinzip auch noch die, ersten Violinen dazu, die dann mit den zweiten Violinen dann eben harmonisieren. Die sind nur sehr, sind, glaube ich, sehr schwierig zu hören, aber ich finde, das hat noch mal 'n bisschen mehr Atmosphäre geschaffen. Kann ich direkt so mal spielen. Ich würde direkt bei dem Teil mit den ersten Violinen einsteigen. Die kommen im Prinzip, 3 Takte dann nach dem nachdem die zweiten Violinen im Prinzip angefangen haben, dann auch rein. Genau, und da habe ich im Prinzip dann auch, Tremolo verwendet. Ich verwende hier Artikulationsmaps. Das habe ich jetzt, ja, schon bei den letzten Stücken 'n bisschen ausprobiert, weil ich bisschen es gibt ja noch die Alternative, die Artikulationen über MIDI-Channels zu steuern. Allerdings hatte ich das jetzt mal mit Artikulationsmaps, probiert und es hat mir eigentlich fand ich relativ, angenehm den Workflow eben. Und da setzt man dann im Prinzip auf einzelne Noten, wie jetzt hier, da sieht man zum Beispiel Tremolo, also die Note ist eine langgezogene Note als Sustain und die anderen beiden sind dann eben Tremolos, um da einfach ein bisschen mehr, Farbe eben reinzubringen. Genau, ich habe dann hier auch noch einen, mehr oder weniger Spezialeffekt. Also, ich verwende jetzt ja keine Synthesizer oder so in dem Track, sondern eigentlich ist alles rein nur Orchesterinstrumente. Aber ich habe dann im Prinzip von Photosynthesis von Audio Impera hier noch diesen kleinen, Tremolo-Effekt von einem, ich glaube, es heißt Mystical Cello, oder so, dieses Instrument. Das hört sich dann so an.
Genau, ist einfach ein bisschen Modulation nur noch drin, dass es halt ein bisschen lauter wird und ein bisschen stärker dann eben auch spielt und spielt eigentlich auch nur die ganze Zeit diese Bassnote eben im Prinzip durch, dass wir hier ein Pedal mehr oder weniger haben, wo oben dann die Töne sich verändern, aber halt wir die ganze Zeit nur auf derselben Bassnote eben bleiben, um dieses, ja, ähm, ja, diesen Abgrund im Prinzip, der ja auch in Dark Souls Musik oft dargestellt wird und dieses nicht entrinnen können, um das bisschen, ja, besser darzustellen. Also es wird sehr, sehr oft verwendet im Prinzip Ändern der Akkorde über einer Pedalnote in Dark Souls Musik. Und dann haben wir hier eben auch noch das Solo-Cello. Das spielt auch noch spielt im Prinzip auch erstmal die Pedalnote und wechselt dann aber auch, also von E nach F und dann wieder zurück nach D. Das hört sich dann so an. Genau. Also ja, ist ein bisschen, ja, relativ sattl auf der rechten Seite, also sehr, sehr im Hintergrund. Aber ich finde, ja, man hört schon, das hat schon diesen typischen Dark Souls-Klang und das hat einfach ein bisschen mehr Atmosphäre noch geschaffen. Genau, so, das war es eigentlich zu den Strings. Mehr gibt es ja jetzt erstmal nicht. Den nächsten Teil, also wo dann die Melodie in der Solo-Violine kommt, den können wir uns im Anschluss angucken. Der Brass hat jetzt erstmal hier auch eine untergeordnete Rolle. Wir haben hier eigentlich nur die Bassposaunen und die Tuba, die halt einfach nur ja, langgezogene Noten spielen, eben auch die Bassnote, also das D in dem Fall, weil man will ja dann nicht, also keine engen Intervalle im Prinzip im unteren Register haben, um da halt dann im Prinzip Muddiness dann auch zu vermeiden. Das hört sich dann so an. Genau, einfach ein bisschen, um diese Bedrohlichkeit und auch emotionale Tiefe im Prinzip dann noch ein bisschen zu verstärken. Hier habe ich jetzt dann noch extra eine andere Artikulation eingebaut. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass an dieser Stelle ein bisschen was fehlt. Also ich kann es gerade mal nochmal im Kontext spielen. Genau, also da hat für mich ein bisschen was gefehlt und man hört es sehr, sehr, ja, ist nicht sehr prominent, aber das ist im Prinzip eine Artikulation aus dem Fantasy Orchestra. Ich glaube, das muss ich jetzt kurz die Seitenleiste einblenden. Genau, da verwende ich glaube, das ist Fluttertongue. Oh, okay, so Sustain Overblown im Prinzip von dem Low Brass. Das fand ich, hat jetzt an der Stelle relativ gut gepasst und ja, hat es dann ein bisschen mehr, ja, fand ich dann ein bisschen interessanter, die Stelle auf jeden Fall. Und genau, das war es eigentlich erstmal zu dem Brass. Das kann man dabei belassen. Dann haben wir hier die Vocals, wo wir eigentlich erstmal nur diese Solo-Voice eben haben, die diese ja, langsame Melodie singt in einem sehr hohen Register. Und später kommen dann hier eben auch noch die Männer und die Frauen, also zunächst die Männer, der Männerchor von Stormchoir Ultimate und dann eben auch noch also die Frauen dann ein bisschen später dazu. Aber ich kann jetzt erstmal nur die Solo-Voice spielen. Genau, die singt hier eben diese Melodie und später kommen dann, wie gesagt, hier die Männer dazu. Genau, man hört es, die Frauen kommen dann ein bisschen später dazu, um dann halt einfach in diese nächste Passage und im Prinzip auch ja, bisschen, also, dass es ein bisschen besser fließt einfach, das gesamte Stück, habe ich die dann erst da reingebracht. Jetzt bei der Percussion spiele ich jetzt erstmal nur die Tonal Percussion. Da haben wir im Prinzip dieses Bell-Ensemble, was ja im Prinzip für diesen typischen Dark Souls-Klang dann eben auch sorgt. Dieses Dong und dann hat man sehr viel Hall dabei, dass man eben das Gefühl hat, die Glocke ist halt sehr weit entfernt. Das hört sich dann so an.
So, genau. Ja, das finde ich, immer sehr, sehr schön. Also, da ist sehr, sehr viel, Reverb eben dann eben auch drauf. Kann grad mal gucken. Genau, da habe ich im Prinzip das auf 2 Reverbs geroutet. Erst mal diese Abandoned Chapel von East West Spaces 2, die ich halt hier verwendet habe. Und, dann eben noch Valhalla Spaces. Ich glaube, Dark Space habe ich da dann verwendet, von Valhalla Rooms. Und das, ja, genau. Also es hört sich schon sehr, sehr weit entfernt an und das finde ich bei diesen Glocken immer sehr, 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 sehr wichtig, dass die einem nicht direkt im Gesicht hocken, weil das ist ja auch, also auch in der richtigen Orchesterhalle würden die halt sehr, sehr weit weg hocken. Die hocken ja nicht im Prinzip nicht zwischen den Strings oder nicht zwischen den Woodwinds oder dem Brass, sondern eben weit entfernt. Und ich habe es halt hier nochmal ein bisschen verstärkt, um halt dieses Verlorenheitsgefühl, was eben, wie gesagt, durch die Dark Souls Musik sehr, sehr betont wird, dann eben auch zu verstärken. Und okay, jetzt speichert Cubase. Okay, so. Und dann haben wir hier eben noch ja, die Atonal Percussion, also die Cymbals und Timpani. Genau. Also Timpani, die spielen ja im Prinzip auch eine Note. Also die sind ja nicht so wie Gran Casas, wo im Prinzip nur, ja, also bei Gran Casas hat man normalerweise nicht die Möglichkeit, die Note zu ändern. Jetzt im Sample und bei Timpanis, die sind ja schon auch eher dafür bekannt im orchestralen Sinn, dass man halt die Noten anpassen kann. Und deshalb ist diese Note, die sich halt hier eben spielt, auch das D. Also was wir im Bass dann eben auch haben bei den anderen Instrumenten, um halt, wie gesagt, hier Muddiness zu vermeiden und einfach dieses Pedal im Prinzip über diesen kompletten Bereich dann zu haben, um ja einfach Spannung aufzubauen und wenig Bewegung dann eben auch zu haben. Ja. An dieser einen Stelle hatte ich dann noch das Contrabassoon von Arc One noch eingebaut, weil ich ja, einfach ein bisschen mehr Toncolor dann auch eben, also Tonfarbe noch ein bisschen reinzubringen. Das spielt einfach nur einen kurzen Swell hier an diesem Übergang. Genau, eben auch wieder auf dem D, wie bereits erwähnt, bei den tiefen Instrumenten. Und später kommen dann hier auch noch die Gran Casas und tiefen Drums dann eben dazu. Genau, um da einfach nochmal ein bisschen mehr tiefe Frequenzen dann auch dabei zu haben. So, und genau, das war es dann eigentlich auch zu dem ersten Teil, wo es im Prinzip erstmal so aufgebaut wird und dann kommen wir direkt in den ersten, ja, wo im Prinzip die Melodie dann auch präsentiert wird von der Solo-Violin und können wir gerade mal die kompletten Strings anhören. Wir haben, wie gesagt, die Melodie in der Solo-Violine und also die Sektion der Violin, also ersten Violin und der zweiten Violin, die wechselt dann auch zu kurzen Noten, eben ähnlich wie die Violas und die Celli. Ich nehme jetzt hier auch noch die Basses im Prinzip dazu. Das ist jetzt ein kombinierter Patch von Celli und Basses. Also wir haben im Prinzip einen Patch nur für Celli. Die spielen halt im Prinzip ein bisschen höheres Register als die Celli, die halt zusammen mit den Bässen spielen. Und um da halt ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Fokus auf dem unteren Register eben zu haben. Und eben die Celli, der Teil der Celli, der eben zusammen mit den Bässen dann die Bassnote im Prinzip spielt. Und wir haben dann auch noch das Solo-Cello wieder dabei, das halt hier dann auch wieder eine sehr tiefe Melodie spielt, eben auch passend zu den Akkorden. Kann ich gerade mal die kompletten Strings alleine spielen. Okay, die spielen nur lange Noten, das sollte nicht sein. Ich spiele gerade nochmal. Genau, so hört sich dann erstmal nur an, nur die Strings und man hat es ja gerade auch gehört, ich bringe dann nach der ersten Hälfte bringe ich dann auch noch diese Solo-Viola rein. Also die
diese 3 Solo-Instrumente sind von Audio Imperia aus der Library Solo. Und ja, die finde ich eigentlich sehr, sehr schön für diese Art von langsamen Melodien. Mit schnellen Melodien kommen sie nicht so richtig zurecht, aber wenn es halt einfach so langgezogene Phrasen sind, dann machen die das, finde ich, sehr, sehr gut. Auch die Legato-Transition finde ich sehr gut bei diesen Instrumenten. Genau. Und genau, das war es eigentlich zu dem Part. Dann haben wir den Brass, der ja ein bisschen mehr abgeht, in Anführungsstrichen. Also er spielt jetzt nicht mehr nur lange Noten, sondern spielt halt eben hier diese Steps, also diese kurzen Noten. Genau, man hat es gerade gehört, da sind auch noch dann Hörner dabei, die im Prinzip ja, diese Flat-Tongue-Artikulationen spielen, eben einfach nur mit den genau, einfach nur mit dem Grundton des Akkords und ja, der Fifth, also der Quinte von diesem Akkord, weil wir hier auch noch in D-Minor dann eben so auch sind. Und genau, das eben in diesen Übergängen, also im Prinzip ein Takt ohne das, dann ein zweiter Takt damit und dann wieder ein Takt Pause und dann kommt es nochmal. Und genau, ich glaube, hier bei dem nächsten Takt ist es dann ein anderer Akkord. Da wird man dann, genau, da ist es im Prinzip dann A-Dominant ist es dann, glaube ich, tut es hier oben immer A-Dominant über D, habe ich da hier eingetragen. Und genau, das hilft mir immer ein bisschen, die Akkorde im Prinzip dann auch zu tracken. Und das kann man sich dann ja auch sehr gut anzeigen lassen hier in der Piano Keyroll in Cubase, dass man im Prinzip sich nur die Akkordnoten anzeigen lässt. Das kann man jetzt hier, kann ich mal kurz zeigen. Wenn ich hier jetzt Akkorde auswähle und im Prinzip die ja, Akkordspur verwenden sag und dann oben Akkorde ausgewählt hat, dann sehe ich hier im Prinzip ganz leicht diese Linien, die halt im Akkord, also die Noten, die halt im Akkord vorhanden sind, genau. Und es hilft dann ein bisschen beim, ja, zu sehen, welche Noten eben dazu passen, dann auch zu dieser Stelle. Genau, so viel zum Brass. Dann die Vocals, die Solo-Voice, die steigt dann hier eben aus. Und ja, die singen hier im Prinzip im Hintergrund mit einem leichten Versatz, also zwischen Männern und Frauen. Okay, gut, der Versatz ist jetzt nur an dieser Stelle erkennbar. Also da haben wir im Prinzip, wenn ich das mal hier gerade einblende, dann haben wir hier unten im Prinzip die Männer und da oben kommen dann die Frauen dazu und die harmonisieren halt einfach, also singen halt im Prinzip die Harmonien hier an der Stelle. Und ja, dann haben wir hier noch die Percussion. Die Tubular Bells machen eigentlich nicht großartig was anderes. Vielleicht noch ein Hinweis, ich habe hier im Prinzip 2 Patches kombiniert. Ich hatte ursprünglich nur die Tubular Bells von Nucleus, also von Audio Imperia auch. Die hören sich so an. Und ich finde die ein bisschen die haben zu wenig Körper, deshalb hatte ich dann noch nach einem besseren Sample gesucht und dann habe dann auch noch die vom Final, also nicht Final, vom Fantasy Orchestra von East West hatte ich dann auch noch dazu genommen. Die hören sich dann so an. Genau, also die haben ein bisschen mehr Raumklang und die Kombination aus den beiden fand ich dann sehr, sehr passend auf jeden Fall. So, hier kommt dann eben auch noch eine Orgel dazu. Die Orgel, die gibt es tatsächlich in einer freien Bibliothek, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Kann ich gerade mal zeigen. Genau, hier sind wir in Kontakt und das ist im Prinzip dann von Project Sam, The Free Orchestra. Die haben im Prinzip dieses Organ dabei und das hört sich einfach nur richtig gut an. Also dafür, dass es eine freie Bibliothek ist, finde ich die richtig gut. Die haben auch noch andere Instrumente hier und also ich glaube, das war auch eine der Bibliotheken, die ich halt, wo ich noch gar kein Geld ausgegeben hatte für Bibliotheken, wo ich eben genutzt habe. Und damit kann man schon richtig viel machen. Also für jeden, der jetzt anfängt im Prinzip mit diesem gesamten Thema ja, komponieren und mit MIDI und Orchester-Libraries, kann ich die
Bibliothek definitiv empfehlen. Also ich nutze eigentlich größtenteils immer nur dieses Organ Mystic, also die Orgel. Und manchmal nutze ich dann auch noch im Prinzip wo sind sie? Die Power Strikes, genau hier. Also die Percussion, also mit Cymbals haben sie ein bisschen was drin und die hören sich echt sehr, sehr gut an, genau. Hier den Luminous Choir und Sortino Violins, die hatte ich, glaube ich, für meine ersten paar Stücke hatte ich die verwendet. Hören sich auch sehr, sehr gut an, aber ich habe jetzt halt andere Bibliotheken, die sich eher dann für die Anwendungsfälle eignen, die ich dann eben habe. Genau, kurze Exkursion hier. So, jetzt tschüss, Kontakt, bye. Okay. Und diese Orgel, die spielt dann eben hier ja auch im Prinzip als Übergang ähnlich wie diese Hörner. Genau, im Prinzip so im mittleren Register und hier später dann eben auch ein bisschen längere Noten. Genau, und da sind wir dann, glaube ich, auch schon im nächsten Teil. Und es hört sich ist einfach richtiges schönes Dark Souls-Feeling. Ich glaube, Orgel verwendet also die Dark Souls-Musik auch sehr, sehr häufig. Und es passt ja auch zu dem Thema, weil so ein bisschen, ja, der Fokus auf ja, diese kirchliche Musik mehr oder weniger dann haben bei dem Stück. Und deshalb passt es hier auch sehr gut. Genau, bei Atonal Percussion, die Deep Drums machen eigentlich nichts Großartiges anderes. Die Timpani spielt ja an dieser einen Stelle als Übergang eben auch ein bisschen schnellere Noten. Das hört sich dann so an. Genau, bam. Und dann, ja, ist im Prinzip dieser Übergang. Ich kann es gerade mal nochmal komplett spielen. Ja, also jetzt im Kontext hört man es wahrscheinlich relativ wenig, aber es hat halt einfach, es ist auch ein bisschen mehr Power dann im Low-End. Und genau, das war eigentlich dieser Teil. Vielleicht kleiner Hinweis, ich weiß nicht, ob ihr es vorhin gehört hatte, wo ich die Strings gespielt habe. Ich habe hier so ein bisschen so Polyrhythmen mehr oder weniger eingebaut. Ich kann es gerade nochmal spielen. Genau, also man sieht es jetzt hier an der Stelle, die Violas sind es, die spielen statt, beziehungsweise bin ich ja nicht an der richtigen Stelle. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Ah, genau, hier kommt im Prinzip dieser Polyrhythmus dazu. So, genau, das ist im Prinzip dann, wo wir dann langsam also die Transition vorbereiten zu dem nächsten Teil. Und da spielen eben diese hohen Violinen, also Violin 1 hier oben und Violin 2, die spielen die Abstände, die wir jetzt hier im Prinzip, das sind die Triolen. Und deshalb, da die halt hier auf dem Grid liegen, also im Prinzip perfekt mit diesen Linien im Prinzip angeordnet sind, die hohen Violinen, sind das hier eben Triolen. Also die spielen Triolen und die Violas und die Celli, die spielen halt normal im Prinzip diesen Achtelrhythmus jetzt weiter. Also wenn ich jetzt hier mal umstellen würde, die Quantisierung auf normal Achtel, beziehungsweise das ist eine Sechzehntelnote, aber man sieht hier im Prinzip, dass die Celli hier ganz normal auf dem Achtelgrid im Prinzip liegen und die Violas eben auch und die Violinen dann eben nicht. Und das fand ich eigentlich sehr, 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 sehr passend, um im Prinzip dieses Unwohlsein beim Zuhörer nochmal ein bisschen zu steigern. Man hört es jetzt relativ wenig, aber ich glaube, man nimmt das ein bisschen wahr. Genau, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden, was ich damit sagen wollte. Einfach zwei unterschiedliche Rhythmen im Prinzip ja, also ist es im Prinzip in einer Sektion, aber man kann es auch über unterschiedliche Sektionen verteilen. Also ich könnte jetzt im Prinzip auch diesen Teil mit den Achteln jetzt auch im Brass haben und vielleicht auch, wenn ich Woodwinds verwenden würde, dann halt Woodwinds, die eben Triolen dann im Prinzip über demselben Teil dann eben spielen. Genau. So viel dazu und
Dann können wir eigentlich auch in den nächsten Teil gehen. Da verändert sich von der Struktur hier auch relativ wenig. Da geht im Prinzip die Melodie dann von der Solo-Violine geht dann auf die Sektion über von den ersten Violinen. Ich kann gerade mal die kompletten Strings spielen. Genau, also die Melodie ist relativ ähnlich, bisschen abgeändert, aber eben auf die Sektion und nicht mehr nur auf der Solo-Violine. Und man hat's jetzt gerade wieder gehört, das ist im Prinzip auch wieder ein Takt, wo ich diesen Polyrhythmus verwende, also jetzt gerade dieser Takt 22. Ich spiele es gerade noch mal. Also der erste Takt ist 'n ganz normaler Rhythmus, also da spielen alle im Prinzip den gleichen Rhythmus. Genau, also dieses D D D D D D D D D, das ist im Prinzip dann das sind die Triolen und die Bässe zum Beispiel hier, die spielen halt normal jetzt die ja, Viertel sind es jetzt hier tatsächlich nur, weiter. Also hier ist 'ne Achtel und hier sind's im Prinzip, Viertel und genau, haben wir im Prinzip da dann den Polyrhythmus dann im Prinzip, umgesetzt. So, und das Solo-Cello, das spielt halt hier dann in 'nem bisschen höheren Register. Also, davor war's ja in 'nem relativ tiefen Register. Er ist einfach, richtig verloren, sage ich mal. Das Cello, das hört sich schon richtig nach Dark Souls an, finde ich. Und das wollte ich einfach hier dann, im Prinzip weiterverwenden. Und das kommt dann eben, ja, einfach wechselt da das Register dann 'n bisschen. Und später hier bringe ich dann eben auch wieder die Solovioline dann rein, also nach den ersten 4 Takten, bevor es dann eben in diese, ja, Zwischensequenz dann im Prinzip geht. Und der Brass, der spielt jetzt hier, glaube ich, auch bisschen langgezogene Noten. Grad mal gucken. Ups. Ja, genau. So, das hört sich dann so an und da haben wir dann eben auch die Hörner dabei. Da verwende ich jetzt im Prinzip den 6er Patch von Junkin XL, Brass. Ich wollte da jetzt noch nicht so 'n großen Patch verwenden wie jetzt den 12er Patch. Und genau, das ist im Prinzip der 6er Patch, der halt hier bisschen harmonische Unterstützung leistet und die, füllen dann hier im Prinzip das tiefe Register. Wenn wir uns grade mal die Violinen angucken, wo die sich bewegen, die sind halt hier genau sehr, sehr weit oben. Und hier unten im Bassregister haben wir dann eben den Brass, ja. Also die Blechbläser dann. So, und dann haben wir hier noch die Vocals und da haben wir im Prinzip die Solo Voice und die Sopranos haben wir auch auf der Melodie und die Männer und die Altos, also von den Frauen, die unterstützen das Ganze dann eben auch harmonisch. Ja, das hört sich so an, genau. Um da 'n bisschen mehr Tiefe eben reinzubringen, weil der Chor ja auch sehr, sehr weit hinten im Prinzip im Raum, also räumlich, gesprochen, sitzt oder steht, wie auch immer. Normal stehen sie, glaube ich. So, und dann haben wir hier eben die Percussion wieder. Ja, ändert sich auch nicht viel eigentlich. Die Tubular Bells, also das Glockenensemble spielt dann eben auch hier weiter diese Akzente und die Orgel spielt halt hier jetzt bisschen mehr. Die Orgel steigt dann auch nach den ersten 4 Takten dann eben aus, um halt die Orchestration 'n bisschen auszudünnen, um halt diese, ja, wie gesagt, Zwischensequenz dann eben vorzubereiten, die halt eher weniger Instrumente drinnen hat. Und hier unten, genau, haben wir so paar Akzente auf den tiefen Drums, die kann ich grade mal spielen. Genau das und die Cymbals im Prinzip ähnlich wie in den Sektionen davor, also den Teilen davor.
Genau, das hört sich so an. Und da wären wir auch schon am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht die ein oder andere Technik mitnehmen, die ihr auch in euren eigenen Tracks verwenden könnt. Und falls ihr die nächsten 2 Walkthrough-Videos nicht erwarten könnt und jetzt schon den gesamten Track hören wollt, dann könnt ihr dies gerne hier tun. Jedenfalls bis dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal.